Ich versuche es noch einmal so. Wir waren gerade bei dem Gegner. Und muss ich da jetzt an dem Zimmer vorbei, ne? Da muss ich vorbei. Und du bist einfach nur drauf. Drauf. Ohne dass es nicht abtischt. Nachtschicht. Das ist eine wunderbare Nachtschicht. Da macht das Arbeiten doch direkt Spaß. Wo ist er? Jetzt spawn auch. Danke. Ich weiß nicht. Du bist halt Level 7, du bist höher als ich. Ich bin so ein richtig Level. Eindeutig. Anders kann ich es nicht erklären, dass ich es nicht wusste. Boah, diese Kameraführung ist mit ihr. Ich bin nichts möchte. Stamina, vielleicht. Welches Stamina? Da muss ich nochmal, bevor ich gerade eine Quest fertig mache. Der unbekannte Typ 1. Nicht noch was? Oh, ich krieg ein bisschen was zusammen. Doch so viel. Mensch, überall. Ja, ist wunderbar heute. Wir brauchen noch ein bisschen bessere Waffen, glaube ich. Wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht unsere Waffe upgraden können. Ja. Die respawnen wieder. Das ist nichts Neues, das hatten wir schon. Wir verlassen diese gastliche Stätte einmal kurz und danach gucken wir erstmal, dass wir überhaupt irgendwie so ein Level vorankommen, ne? Eieieiei. Machen wir mal unfreiwillig etwas Exploring hier. Kammerjäger, ja, traurig, ne? Ich würde ja auch einen Menschen aussaugen, aber... I can't believe I'm doing this. Vielleicht kriege ich bessere Waffen. Also vielleicht kriege ich eine bessere Waffe hin, sage ich mal so. Was willst du? Ich laufe hier nur. Du bist so unhöflich. Was? Ach Mann. Schon wieder tot. Ah. Fröhliches Sterben heute, ganz fröhliches Sterben. Die Frage, die ich mir gerade stelle, kann ich jetzt trotzdem einmal eben in mein Büro und kurz mal pimpen. Das wäre ganz cool. Also nicht von der Experience her, ich rede von Waffen hier.
The flower's dying. It needs water. Das ist schön für dich. Wir brauchen noch einen Teil. Können wir denn bei der Waffe irgendwas machen? Nee, können wir nicht. Oh, noch nicht. Oh, ist das ätzend. resources, but we have some of the most brilliant minds in London. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Ich finde es so schön, dass im Krankenhaus ein Vampir ist und niemand interessiert. Wir ignorieren das Problem, das ist sehr schön. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more? I'm HARVEY FIDDICK. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. Are you sure you don't want to... In other circumstances... Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Beatrice GOSWICK, mother of Mortimer GOSWICK. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Aha, okay, gut. Dann hat die Frau viel von uns gehört. Dann schauen wir mal, wir hören uns mal an, was sie zu erzählen hat. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just... Are you really that rich? yes, thanks to my husband. May I ask if... I'm a teacher by profession. What do you think of your... I have had the uttermost reservations about this hospital. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start.
And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Hat sie schmieren lassen, die Gute. She charged you? Yes, and I paid without question. I share your concern, Mrs. I don't expect... Goodbye, Hast Mrs. du dafür Goswick. den Vampir in der Morgue gelassen? Den ich jetzt besiegen muss, den ich schon dreimal getötet habe? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? I don't want to talk. My throat hurts too. I suppose that this pain is the reason. Yes. And no. Could you at least tell me your... Mortimer. Mortimer Goswick. Kann ein bisschen voll über Stardew Valley. 3000 Leute erstmal kennenlernen. How painful. So painful I'd rather not talk at all. I'm sure you realize that... Not really. I see. Then maybe... Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest well. Is your mother bothering you? That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. How So painful. I have to go now. Good evening, sir. Doctor. Hab ich Good die evening, richtigen- Mr. Goswick. How are Jetzt alle Fragen I'm gestellt? Ich muss mal kurz gucken. you? Tell me about yourself. I don't want to talk, Doctor. I have to go now, sir. I'm alright. Don't waste your time with me. The words to calm the children, Ellen. As for me, Okay. Die eine Schwester hat sich schmieren lassen und hat mit der anderen eine Beziehung am Rennen. Was man damals nicht haben durfte. Yes, Doctor? Why then do you always work the nights? At the Pembroke, we're always... Your dedication to the Pembroke does you... We staff get our sleep when we can, Doctor. Lack of sleep and... London's trenches start here. That's all for now. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ah, können Sie nicht Goodbye, noch Nurse ansprechen, was sie da getan hat? Fear and disgust on every street corner. It's a daily routine. Wir reden noch einmal kurz mit Milton. Warum er da ist. Oder wir gucken uns erstmal hier um. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to Goodbye, nurse. Help straighten things out in Pembroke, remember? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Hä, wo kommen die denn her? Goodbye, Nurse Hawkins. Die spawnt auch irgendwie überall, ne?
bleiben Sie mit Ihrem Arsch zu Hause, damit Sie nicht krank werden. Das ist eine wunderbare Aussage, danke. Ich bin einmal im Kreis gerannt, ne? Das ist sehr gut. Da bin ich sehr gut drin im Kreis rein, merke ich schon. It's locked, all right. Aber hier ist ein Unterschlupf. Oh. Ja, gut. Dann gucken wir mal, wo wir weitermachen, ne?